Guten Morgen, Mädels und Jungs. Wie ihr sehen könnt, sind wir am Meer, aber nicht mit dem Motorrad, denn die Familie und Balu ist mitgefahren. Das heißt, ein Familienurlaub mit Hund. Und wir sind mit dem Auto hierher gefahren, nach Kroatien. Nähe von Zadar, in einem kleinen Hotel direkt am Strand. Wie ihr sehen könnt, sind schon 5 Leute, die schwimmen zu der kleinen Insel. Und wir gehen auf die andere Seite hinüber, denn ab hier über die ganze Bucht nach links ist ein Hundestrand. Und den wollen wir heute ausnutzen und uns drüben auf der anderen Seite eine kleine einsame Bucht suchen, in der wir baden können. Und am Abend fahren wir dann da hinüber. Hier oben ist eine kleine Ruine, eine Burg, Ruine, irgend so etwas. Das werden wir uns dann anschauen und dort können dann die Hunde brav herumtoben. Also Leute, trotzdem oben bleiben. See you. Und der Strand von der anderen Seite der Bucht. Hier drüben unser Hotel. In einer einsamen kleinen glasklares Wasser. Und hier drüben sind natürlich nur 2 Boote oder eben die, die zu Fuß den Strand erreichen wollen. Und Balu hat schon wieder Spaß im Wasser. Muss ich dann den Lenker schicken. Ja, und hier oben ist die Ruine und die werden wir heute am Abend besuchen. Eine kleine Burg, eine kleine Ruine, wir werden es dann sehen. Und vielleicht gibt es auch einen Weg hier irgendwo runter, den man mit dem Auto fahren kann, also mit dem Geländeauto, irgendeinen Feldweg, weil hier drüben ist es wirklich schön, aber eben man kann nicht zufahren. Und hier drüben werden wir auch noch besuchen. Einfach nur mal anschauen. Dann unser Hotel. Und hier hinten sieht man unser Auto stehen. Hier eine kleine Bucht, in der wir gemütlich liegen. Echt traumhaft, schönes kühles Wasser. Und wir haben auch schon eine riesige Klappmuschel gesehen, ungefähr so groß wie 2 Handflächen ist
im Wasser drinnen gewesen, auf einer Tiefe von einer Armlänge. Und wie wir hingekommen sind, hat sie sich natürlich geschlossen. Wir haben sie natürlich in Ruhe gelassen, weil die natürlich erhalten bleiben soll. Ja, und jetzt sind wir bei der Ruine, diesen Weg hier gekommen. Ein wenig das Auto verstaubt. Zum Castrum Liube. Ein Old Town Ljubljana. Okay. Okay, Hospital Order. Also gehen wir hoch und das ist die Ruine, oder was halt davon übrig ist. Oder vielleicht waren das auch die Mauern oder ein Gebäude. Gehen wir einfach rauf. Wer weiß das schon? Da muss man sehr gut aufpassen, denn es gibt sehr viele Dornen und die stechen sich auch teilweise durch dünne Sohlen durch. Ja, und wir sind beim Castle und da vorne geht es dann etwas steiler hinunter. Sind die Mauerreste. Hier hinten die Brücke, die zwei, das Festland und ich glaube, das ist eine Insel, verbindet. Und hier ganz im Hintergrund sieht man auch eine lange gebogene Brücke, die auch die Insel mit dem Festland verbindet. Was für eine tolle Aussicht. Entdeckt. Ja, zwei Plumpse. Riecht man noch. Kann man auch mehr? Ach so. Ein bisschen lächeln. Ja, genau. Letztes Foto. Scheiße! Wie soll er denn im Schlafen? Ich habe ein Foto von dir, der oben seid, und ist eigentlich die Dame und der Streuner.
Und hier ist unser Hotel. Und wie ihr seht, Kroatien. Und wir waren zwar auf dem Weg zur Insel Pag, aber wir haben eine kleine, einsame Bucht entdeckt. Und für was man einen Allrad braucht, dafür. Anders wäre es nicht zu erreichen gewesen. Allerdings ist es hier so steil und so grobe Steine, dass ein Fahren kaum möglich gewesen wäre. Und daher haben wir ihn oben stehen gelassen, sind heruntergegangen und jetzt schauen wir uns auf der anderen Seite auch die Bucht an. Kampalu! So, und wir schauen einmal, was es hier dahinter gibt. Vielleicht eine kleine Höhle, und damit wir das in Ruhe... Nein, gibt es nicht, aber es ist keine Höhle, aber eine Steinbucht. Und Schwimmen ist auch gar nicht notwendig, denn hier kann ich stehen. Ja, und Jules geht schnorcheln. Ideal hier zum Schnorcheln. Und normalerweise liegen hier nur Motorboote vor Anker, denn anders ist diese Bucht kaum zu erreichen, außer man fährt wirklich durch das Desert durch. Geht schon. Das geht schon. Ja, mehr gibt's nicht. Ich weiß. Ich habe gedacht, es ist eine Höhle, ist aber keine. Aber da kannst du schön rausschnorcheln. Nein, kannst du dir nehmen. Bitte. Hast du? Ja. Einfach nur traumhaft. Siehst du was? Ja, was soll ich sehen? Na, schöne Sachen. Oh ja, schon Fische fotografiert. Und die Mädels beim Schnorcheln.
haben wir noch Interessantes entdeckt? Wir haben ein Skelett entdeckt. Scheint von einem Schaf oder einer Ziege zu sein. Ja, von einer Ziege. Die Wirbelsäule und die zwei Kieferknochen. Ja. Das entdeckt man alles in Kroatien in einer einsamen Bucht. Und die Insel Pag wird hier mit einer Brücke der anderen Seite verbunden. Hier drüben circa liegt da. Und hier oben war die Ruine. Ja, und hier ist die andere Ruine und da fahren wir noch runter. Und hier eine wunderschöne Bucht. Mit einer echt tollen Aussicht. Am Parkplatz neben der Ruine. Gehen wir mal rauf. Schauen uns das an. Hier wird gebaut. Offenbar renoviert. Coole Skischatten. Ja, schauen wir mal, ob wir reinkommen. Ah, wow. Hier konnte man genau einen Bereich von dieser Enge beschießen. Das schaut fast aus wie ein Kanonenloch. Sehr cool. Muss mal runtergehen. Okay, hier dürfte man nicht herauf, weil es gesperrt ist.
aber das musste ich mir einfach anschauen. Aber das darf man sich nicht entgehen lassen. Extrem schmale Schießscharten, so dass man zwar rausschießen konnte und nach hinten offen, dass man einen Winkel hat, aber keiner reinschießen kann. Sehr cool. Ja, und wieder heraus. Hier geht's runter. Ma lì titolata la sera. Cioè che la usano. Ja, und da hinten, ganz am Ende der Bucht, wohnen wir. Direkt vor der Altstadt von Zadar, 1 Stunde 12 Kuna, ja, das heißt 1 Stunde parken sind in etwa 1,80 €, wobei sie es hier auf 2 € aufrunden. Das ist die alte Stadtmauer, wie man sie hier sieht, und rundherum ist natürlich Kurzparkzone und davor ist der Hafen, den man hier so schön an den Yachten und Booten sieht. Und wir haben natürlich alle Hunde mit, ganz klar, und bewegen uns in die Altstadt hinein. Und ich hoffe, ich kann euch dann von dort ein paar schöne Bilder zeigen. Ja, was gibt es dann natürlich auch? Motorräder, natürlich, klar. Aber es sind auch viele Motorräder von Urlaubern. Motorräder parken hier frei, so wie der Italiener. Und eine Honda Doppel X. Und hier Fahrradstand. Hier gibt es den Eingang zur Altstadt. Und die Altstadt ist Fußgängerzone. Angeblich sollen das noch vom Krieg die Einschusslöcher sein. Ich weiß es nicht. Aber schauen wir mal. Das sind typische Altgassen. Nicht sehr hoch die Häuser, aber schmale Gassen. Sieht fast nach einer Kirche aus.
Schatten ist ein bisschen besser zum Filmen. Vorhin hat die Sonne so geblendet. Aha, da gibt es ein DM-Festival. Und hier ist auch das Unterwasser-Boot, und zwar ein U-Boot. Komm! Pup! Da spritzt drauf, ha? Ja, und dann werden wir irgendwelche Seitengassen von der Altstadt durchgehen. Essen, Eis. Süßes und Souvenirs. Saftbar. Und eine Hochzeit zwischen Kroatien und Schweiz. Und ein Candy Shop. Hm? Ich sag keine Fotos. Achso, ich krieg ein Foto. Und eine Band in der Altstadt. Ja, und obwohl die Altstadt kurz als Fußgängerzone ist, also für Fußgänger nur zugänglich, dürfen hier die Roller und Motorräder einfahren und stehen entweder in den Hauseinfahrten in den Häusern oder hier auf so kleinen Abstellflächen, die halt dazu benutzt werden, aber keine Abstellflächen sind. Und das sind die Gassen von Zadar, von der Altstadt. Wirklich eine echt schöne und coole Stadt. Na Balu, bist du schon müde? Hm? Komm. So, einmal suchen müssen, filmen durchs Fernglas, weil Jules liegt im Ring und wird vom Motorboot gezogen.
Da ist gar nicht so einfach zu folgen. So wie mit der verrückten Banane. Gut, dass ich mein Fernglas mit habe. Das könnte nämlich auch keine Kamera zoomen. Aber das Draufhalten ist halt nicht so einfach. Ja, Ballo, die Julie kommt wieder. Du brauchst nicht winseln. Alles in Ordnung. Bub. So, muss mich um Baloo kümmern. Baloo ist. Komm her! Komm, alles in Ordnung. Jules kommt wieder. Bub! Und jetzt seht ihr die Entfernung, in der sie mit dem Ring gefahren sind. Hier hinten als kleiner weißer Punkt auszumachen. Also ohne Fernglas nicht filmbar. Aber mit einem 5x30er Fernglas, das als Grundausstattung zu einem Geländewagen gehört und bei mir eigentlich immer im Auto liegt. Ideal, wenn man genau die Linse trifft. In der Ortschaft Nimm, vor dem Salzmuseum. Willst du reinschauen? Ja, und da heute ein winniger Tag ist, einige Kitesurfer vor der Altstadt. Wieso außerdem Orchideen? Das ist deine Lieblingsblume. Ich denke, die ist nicht offen. Das ist deine Lieblingsblume. Die ist versperrt. Da sieht man einen Sperrriegel. Die ist versperrt.
Altstadt von Nim. Nimna. Und die Kirche. Und es schaut fast so aus, wie wenn es der Stadtbrunnen wäre. Auf in die Kirche. Aha, das Ende der Altstadt. Durchgeht, kommt man gleich zum Parkplatz. Und Parkplätze sind kostenpflichtig, nicht für Motorräder, für Autos. Es gibt verschiedene Zonen und Parkautomaten. Leider hat in Zada kein einziger Parkautomat eine Karte genommen. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Wir parken ein Stück außerhalb in einer Wohnzone und die ist kostenfrei. So. Das ist der Lower City Gate. Und Ach, guck mal an. Eric Clapton. Ja, ja. der andere Teil des Hafens. Und ein altes Holzboot. Wunderbar. Kleiner Markt. Und hier hinten Parkplätze ohne Ende, aber alle kostenpflichtig. Wir haben einen tollen Sandstrand gefunden. Hallo Mädels und Jungs. Ja, und den darf man mit dem Auto befahren. Hier direkt an den Strand. Und hier seht ihr meine Spuren. Hier durch. Ja, und hier sind noch vom letzten Regen etwas feuchter Sand übergeblieben und Lacken. Und im Endeffekt sehen dann die Reifen so aus, weil er ein wenig sich durchgraben musste. Darum habe ich ihn jetzt in die Wiese gestellt. Dort ist trocken und hier bei den Hügeln und Löchern wollte ich nicht nochmal durchfahren, was aber ohne irgendeine Sperre funktioniert. Ja, und hier sind die Sanddünen und Baloo ist gerade in seinem Element. Hat sein Spielzeug und dreht sich und läuft ihn nach ins Wasser. Jules ist mit Violet im Wasser
Möpsi 2, lila, liegt faul auf der Decke. So. Und ihm dem Spielzeug abzunehmen ist extrem schwer. Baloo, gib. Gib. Was? Du hast eine kleine Rockerbraut. Schau mit aufgestellten Haaren. Gib. Sehr brav, prima. Und spring. Und rein ins Wasser. Brav gemacht, prima. Alle Mädels und Jungs. Ist zwar nicht ganz einsam, die Bucht. Aber toller Sandstrand, allerdings etwas zum Hinaufgehen. Und Baloo schaut natürlich gleich wieder aus. Hat sich im Sand gewälzt, der Bub. Bist du voller Sand? Ja, bist du voller Sand, Bub? Ja, er ist voller Sand. Nach dem Baden eine Sanddusche.